Hallöchen, ihr Liebens! Heute werden wir einen super cremigen Käsekuchen mit Karamelltopping backen, der einem fast schon auf der Zunge zergeht, so cremig wie der ist. Einer meiner absoluten Lieblingskäsekuchen, den man optional natürlich auch ohne das Karamell machen könnte, aber wenn man sich noch so ein kleines Extra gönnen möchte, kann ich es wirklich sehr mit dem Karamell empfehlen. Dann legen wir auch direkt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und beim Nachbacken. Als erstes bereite ich mir hier schon einmal meine Springform vor, da könnt ihr eine von 26 bis sogar 30 cm im Durchmesser nehmen und da wird jetzt noch ein Stück Backpapier mit eingespannt. Den Käsekuchen könnt ihr auch ohne Probleme ohne einen Kuchenboden backen oder wenn ihr doch Lust auf einen Boden habt, könnt ihr da super schnell und einfach einen aus Butterkeksen und Butter zubereiten. Und dazu werden jetzt 100 Gramm Butter geschmolzen und dann brauchen wir die doppelte Menge an Keksen, die einmal zerbröselt werden müssen. Ich mache das diesmal in einem Gefrierbeutel und gehe da mit einem Nudelholz drüber oder ihr könnt natürlich auch einen Mixer zum Zermahlen verwenden, damit der Boden noch ein bisschen feiner wird. Die zerbröselten Kekse wandern jetzt in eine Schüssel bis auf ungefähr einen gehäuften Esslöffel, den wir uns für die Deko zurücknehmen, und dann vermengen wir die Brösel mit der geschmolzenen Butter, bis alles gleichmäßig angefeuchtet ist. Füllt die Brösel in eure Springform und verteilt sie schon einmal halbwegs gleichmäßig, damit wir jetzt alles noch schön festdrücken können. Ich verwende dafür einen Fondantglätter, aber ihr könnt natürlich auch ein Glas mit einem geraden Boden nehmen. Hauptsache, es hält alles kompakt zusammen und dann stellen wir die Form vorübergehend in den Kühlschrank. Für den Käsekuchen brauchen wir jetzt 1 Kilogramm Quark, egal von welcher Fettstufe, 200 Gramm Zucker sowie ein Päckchen Vanillezucker, 5 Eier, 150 Gramm geschmolzene Butter, 150 Gramm Schlagsahne, 80 Gramm Speisestärke und eine Prise Salz. Findet ihr zum Nachlesen aber auch nochmal unter dem Video in der Infobox aufgelistet. Und wie das bei den meisten Käsekuchen so der Fall ist, müssen die Eier zunächst getrennt werden. Da müsst ihr nur darauf aufpassen, dass euch nichts von dem Eigelb im Eiweiß landet und geht vorher auch sicher, dass eure Rührschüssel wirklich super duper ausgewaschen ist. Da reicht auch wirklich schon ein winziger Fettfilm aus und das Eiweiß lässt sich gleich nicht mehr festschlagen. Und dann fangen wir jetzt auch mit den Eiweißen an, zu denen wir noch die Prise Salz dazugeben und sie dann einmal aufschlagen, bis sie wirklich richtig fest werden. Den Eischnee stellen wir jetzt kurz in den Kühlschrank, den Backofen heizen wir uns auch schon mal auf 160 Grad vor und dann geht es mit den Eigelben weiter. Die werden jetzt mit dem Zucker und mit der flüssigen Butter, die auch abgekühlt sein sollte, cremig aufgeschlagen. Und da müsst ihr jetzt auch euren Rührbesen nicht nochmal abwaschen. Vom Eiweiß ins Eigelb klappt nämlich immer ganz gut, nur andersrum ist es eben nicht möglich. Dann können wir auch schon der Reihe nach alle anderen Zutaten mit dazugeben und die Reihenfolge ist auch absolut gleichgültig. Ich habe zum Beispiel mit der Sahne angefangen, was die Creme zunächst etwas krisselig werden lässt, aber sobald wir dann die Stärke und den Quark mit dazugeben und alles nochmal ordentlich durchmixen, wird dann auch wieder alles zu einer schön geschmeidigen Creme. Und vielleicht noch kurz zum Quark. Ich habe jetzt 500 Gramm Magerquark und 500 Gramm 20%igen Quark verwendet. Magerquark macht den Kuchen immer etwas säuerlicher, da könnt ihr also nach eurem persönlichen Geschmack entscheiden, ob ihr den Kuchen eher etwas cremiger oder frischer haben möchtet. Hier seht ihr jetzt auch schon, wie cremig die Masse wieder geworden ist und dann fehlt jetzt nur noch der Eischnee, den wir in mehreren Portionen unterheben. Arbeitet euch da langsam und geschmeidig voran, damit die Masse am Ende noch richtig schön luftig bleibt. Dann können wir die Käsekuchencreme jetzt auch schon in unsere Form füllen, ein bisschen glatt streichen und dann geht ihr bei 160 Grad für ungefähr 60 Minuten in den Backofen.
Da Käsekuchen aber auch oft beim Backen super schnell aufgeht, dann an der Oberfläche einreißt und nach dem Backen wieder zusammenfällt, habe ich auch einen kleinen Trick für euch, den ich auch bei jedem Käsekuchen anwende. Und zwar stelle ich mir insgesamt 7 Wecker auf dem Handy in jeweils 15 Minuten Abständen und dann backe ich den Kuchen zuerst für 15 Minuten, nehme ihn beim ersten Weckerklingeln wieder aus dem Backofen und lasse ihn 15 Minuten stehen, bevor er dann beim nächsten Wecker wieder in den Ofen wandert. Ich wechsle also immer zwischen Backofen und Kuchen rausholen, weil der Kuchen dadurch auch viel langsamer wachsen kann und dadurch reißt er euch auch einfach nicht ein und fällt nach dem Backen auch nicht mehr zusammen. Das ganze Backvergnügen dauert dadurch natürlich ein bisschen länger, aber ich persönlich finde, dass sich das auf jeden Fall lohnt, weil der Kuchen dadurch echt perfekt wird. Nach dem Backen könnt ihr dann auch schon einmal vorsichtig mit einem Messer den Rand von der Springform lockern und dann lassen wir den Kuchen so einmal abkühlen. In dieser Zeit können wir das Karamell vorbereiten, für das wir 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Sahne und einen Esslöffel Butter benötigen. Ist auch super einfach gemacht, wir füllen uns einfach nur den Zucker in einen Topf oder in eine Pfanne mit einem etwas höheren Rand und bei mittlerer Hitze lassen wir dann alles langsam schmelzen. Das Ganze muss am Anfang auch noch nicht umgerührt werden, lasst den Zucker wirklich einfach nur liegen, damit er schmelzen kann. Und erst wenn dann das meiste von dem Zucker geschmolzen ist, wird das Ganze einmal umgerührt, bis alle Zuckerkristalle geschmolzen sind. Der Zucker karamellisiert natürlich dabei auch schon und dann können wir als nächstes die Butter mit dazugeben und sobald die dann auch geschmolzen ist, folgt die Sahne. Und am Anfang wird das jetzt ein bisschen klebrig fester, aber wenn ihr immer weiter umrührt, bekommt ihr dann irgendwann ein gleichmäßiges Karamell raus, was ihr auch direkt auf dem Kuchen verteilen könnt. Das sieht beim Verteilen auch einfach schon super lecker aus und wenn wir das erledigt haben, fehlen am Ende nur noch die Butterkekse, die wir uns am Anfang zur Seite genommen haben und dann lassen wir den Kuchen noch eventuell ein bisschen abkühlen, damit wir ihn anschließend für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen können. Durchgekühlt zieht das Ganze nämlich noch mal ein bisschen durch und dann kann der Kuchen auch endlich serviert werden. Ich gebe es zu, es ist kein schnell gemachter Kuchen, aber dafür schmeckt der wirklich himmlisch. Der ist so unglaublich lecker. Ich könnte mich da reinlegen, der ist wirklich einfach nur köstlich. Ich hoffe sehr, dass euch mein Rezept gefallen hat und ihr den Kuchen einmal ausprobiert. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, ihr Liebens. Tschüss!